Happy Monday morning. Ich bin Maren. Good morning, everyone. I'm Genevieve. Und ja, wie ihr seht, Genevieve und ich müssen heute arbeiten, aber ich glaube, in manchen Bundesländern ist heute Feiertag. Also, Genau. ja. In Berlin jedenfalls nicht. Wir sind da und haben ein schönes Thema mitgebracht, wie ihr im Banner vielleicht schon sehen könnt. You do like learning about do, don't you, Genevieve? Of course I do, yes. Genau, und heute schauen wir uns ein sehr bekanntes Verb an, vielleicht sogar das bekannteste englische Verb, nämlich to do. Und obwohl Todd heute nicht dabei ist, machen wir etwas sehr Todd-typisches. Und zwar schauen wir uns mal die Wortherkunft an. Wer kann denn schon erahnen, mit welchem deutschen Wort to do vielleicht verwandt ist? Aber ich liebe schon, dieses Wort, Todd. Typisch. Todd. Ich sehe ganz viele Good Mornings hier. Gudrun ist da, Sabine ist da, Bernadette. Wer weiß? Ach, Sabine ist ganz schnell. Sie schreibt tun. Ja, und zwar in der Tat kommt tun von Turn mit UO aus dem Old High German, also Althochdeutsch, das etwa zwischen 750 und 1050 in den Jahren in der Gegend, die heute Deutschland ist, etwa gesprochen wurde. Und wie wir ja wissen, ist Englisch aus dem Germanischen entstanden, also da sind die Sprachen verwandt. Und ja, to do und tun ist ein super altes Wort, was schon früher ganz oft genutzt wurde und auch damals eben so eine Bedeutung von, also so eine sehr breite Bedeutung von machen, auch so ein bisschen setzen, stellen, legen. Und wir wissen ja auch im Deutschen tun, kann man ja eigentlich tun und machen, kann man ja in ganz vielen Kontexten, auch wenn man gerade kein anderes Wort weiß, einfach so benutzen. Und ja, to do ist ein unregelmäßiges Verb, natürlich, sonst wäre es ja zu einfach. Wer kann denn die 3 Formen von to do? Also to do ist das Present Tense und wir suchen das Simple Past und das Past Participle. Also, wer erinnert sich noch? Who's awake? Who's awake? Ich bin tatsächlich awake, aber es war auch etwas zu warm zum Schlafen. Ja. Ja, Sabine und Blümchen. To do, did, done. Genau. Albert auch. Gisela, wunderbar. Genau. Die 3 Formen sind to do, das Simple Past ist did und das Past Participle ist done. Und natürlich können wir to do als ganz normales, eigenständiges Hauptverb benutzen, wenn wir zum Beispiel einen Satz sagen, Genevieve, I'll do this. Great. Ich mache das. Im Deutschen, das sehen wir auch, da übersetzen wir to do ganz oft, wenn es als eigenständiges Verb ist, mit machen und nicht mit tun. Ja, oder zum Beispiel, wenn ich sage, I need to do the dishes. Das hatten wir letzte Woche mit need. Wenn man etwas machen muss. I need to do the dishes. Ich muss den Abwasch machen. Da haben wir schon wieder ein Machen. Oder wenn ich auch sage, he's doing the shopping this week. Er macht die Einkäufe. So, also das ist ein to do als ganz normales Hauptverb. Und dann haben wir noch to do als Hilfsverb. Genevieve, was ist ein Hilfsverb auf Englisch? Haha, Hilfsverb auf Englisch heißt auxiliary. Hilfsverb ist viel, viel einfacher. Wir können auch auf Englisch Helper Verb sagen. Helper Verb. Ich zeige dir mal das Wort, was du gerade gesagt hast. Möchtest du es nochmal betonen auf Englisch? Auxiliary. Genau, das ist ein Hilfsverb. Und bevor ich den nächsten Satz zeige, das könnt ihr auch sagen. Also, wir haben ja im Deutschen, wenn wir zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass Genevieve mag Eiscreme und ich sage auf Deutsch, Genevieve mag Eiscreme. Und wenn ich im Deutschen eine Frage daraus mache, dann drehe ich ja einfach das Verb um und stelle es an Anfang und sage, mag Genevieve Eiscreme. Im Englischen brauchen wir da ein Hilfsverb.
Wenn ich zum Beispiel sage, Genevieve likes ice cream. Ich hoffe, das ist wahr, Genevieve, aber dazu kommen wir Yes, of noch. course. Genevieve likes ice cream. Wie mache ich daraus eine Frage im Englischen? Und zwar möchte ich fragen, mag Genevieve Eiscreme? Ja, aha, Sabine. Beatrice, wunderbar. Ich zeige das mal. Does Genevieve like ice cream? Und sehr schön, Beatrice, die dritte Person Singular. Also wir brauchen hier das. Und Sabine ist sich sicher, dass du Eiscreme magst, Genevieve. Richtig. Genau. Also wenn wir im Englischen eine normale Frage stellen, brauchen wir to do als Hilfsverb, um eine Frage zu formulieren. Ganz einfach. Aber wie sieht das in der Vergangenheit aus, Genevieve? Wow, it's still easy. It's still easy. Okay, so auf Deutsch sagt man was? So, hast du als Kind Eis gemocht? Gemocht, genau. Oder Auf ja, mochtest Englisch? du als Kind Eis oder hast du Eis gegessen? Ja, mochtest du als Kind Eis? Wie würden wir diese Frage auf Englisch stellen? So, does Genevieve like ice cream? Present. But what if we want to talk about when Genevieve was a child? Wie würden wir diese Frage auf Englisch stellen? Habt ihr eine Idee? Schreib. Oh, 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 oh. I see one answer. Okay. So Sabina has, did you like or have you liked? Karina, did you like? Interesting. Okay. So did you like or did Genevieve like ice cream when she was a child? Is the perfect answer. So you have the Hilfsverb. So did you like ice cream when you were a child? Das Hauptverb, so like, ist ein Infinitiv und es bleibt so. Aber das Hilfsverb do wechselt in die Vergangenheit. Also like bleibt like, aber do did. Ja? Und also es ist ein bisschen komisch, aber ich stelle mir das Hilfsverb do wie einen Sherpa vor. Weißt du, Maren, was ein Sherpa. oder eine Sherpa Ja, ist? Sherpa erinnern mich an Berge und Schnee, ganz viel Schnee. Das stimmt, ja, ja. Naja, so Sherpas sind Leute aus Tibet und also die auf der Südseite des Himalaya-Gebirges in Nepal leben und sehr gut bergsteigen können und führen. Aber auch, also wenn Menschen, also Menschen wie wir, also vielleicht nicht wie ich, aber wie mir, aber wenn Menschen einen dieser Berge besteigen wollen, heuern sie oft Sherpas an, die sie führen und ihnen das Gepäck tragen, weil diese Sherpas sind absolut Expert-Profis und können so viel Gepäck tragen und auch so diese Bergsteigen. Und dies ist so, ich finde, wie das Verb do. Also diese Verb do, es trägt so diese Vergangenheitsform und das Hauptverb like muss das nicht tragen, ja. Aber was sagen wir? Also wenn wir diese beide Fragen antworten wollen, also we want to answer these two questions. So the first question was, do you like ice cream? How would we answer this question? So this is back to the present tense. Do you like ice cream? What's the answer for this? Of I mean, course, maybe it's there's yes. one, maybe there's two possibilities.
Es soll ja auch Menschen geben, die Eis nicht so gerne mögen, Genevieve. Ich habe eine Freundin, sie mag kein Eis, aber sie meinte, wenn sie Eis isst, sie kriegt Hunger. Oder? Ist es Auf noch komisch? mehr Eis, oder? Ja, vielleicht. Okay, lots and lots of Okay. answers. So, do you like ice cream? Yes, I do. Or, yes, I like ice cream. You can repeat the sentence. So, yes, I like ice cream, or yes, I do. Both are okay. So, yes, I do. You don't need to say always the end of the sentence. Yes, I do like ice cream. You can cut it short. But yes, I do. You can still hear like ice cream. It's Yeah. still implied. Yeah. But if you think that ice cream is too cold or too sweet or it makes you feel hungry, you could say, just like Karina, no, I don't. And you can say it or just think it. No, I don't like ice cream. But it's so clear. If someone says, do you like ice cream? No, I don't. So, what about in the past? So, if the question was, like we saw before, did you like ice cream when you were a child? The positive answer could be, did you like ice cream when you were a child? Ja, Kinder können unglaublich viel Eis essen, oder? Oh ja. Was sagst du da so, Genevieve? Deine Tochter? Oh wow. Also jeden Tag, fast jeden Tag im Sommer ein Eis, mindestens. 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 Okay. So, did you like ice cream? Yes, I did. Or you can say, I liked ice cream when I was a child. Yes, I did is a very natural answer. Yes, I did. But if you have the negative answer, what's the negative answer? So if you did not like ice cream when you were a child, did you like ice cream when you were a child? Did you like ice cream when you were a child, Maren? Of course. I still like it. Of course. Okay, so here you can say, no, I didn't, or I didn't like ice cream. Really good. No, I didn't, or no, I didn't like ice cream. So the full sentence. Sehr gut. Very good. So here, do is helping like. Yeah. So it's carrying, just like the Sherpa, the do is carrying the negative. It's carrying the past. So that the Hauptverb, the main verb like, doesn't have to carry anything. It just has to go up the mountain, which is difficult enough, but it doesn't need to carry any bags of negative or of past. So Maren, is that it? Do seems to do a lot. Does it do anything else? Genevieve, kannst du diesen Zungenbrecher noch mal schneller sagen? Do seems to do a lot. Does it do anything else? It does do some other things as well, yeah. Es gibt tatsächlich noch ein paar Sachen, die to do machen kann. Und zwar schauen wir uns etwas an, das Question Tag heißt oder Frageanhängsel ist so das deutsche Wort, was ich damals in der Schule gelernt habe. Also Genevieve, stellen wir uns vor, du gehst zu einem Bekannten, einer Bekannten, einer Freundin, zum Beispiel zu mir, und du bist beim Abendessen eingeladen und nach dem Abendessen gibt es Eis. Bleiben wir erstmal beim Eis. Und ich denke mir so, ja gut, eigentlich mögen alle Menschen Eis, aber vielleicht gibt es auch Leute, die das nicht mögen, aber ich denke, Genevieve mag es, aber ich möchte sicher sein und frage vielleicht lieber nochmal nach, bevor ich ihr auch eine Schüssel Eis gebe. Dann kann ich sie natürlich einfach direkt fragen, wie wir eben gelernt haben. Ich kann fragen, do you like ice cream?
Aber ich kann auch folgenden Satz sagen und dann sehen wir auch, was ein Frageanhängsel ist oder ein Question Tag. Ich könnte fragen, you like ice cream, don't you? Und im Deutschen haben wir bei uns ist es einfach ein oder. Ich würde auf Deutsch sagen, du magst Eis, oder? Und hier sehen wir auch schon, diese Question Tags funktionieren so ein bisschen wie, du hast es gesagt, Genevieve, wie so eine mathematische Gleichung so ein bisschen. Also, wenn wir auf einer Seite, die müssen sich immer ausgleichen. Wenn wir auf einer Seite etwas Positives haben, einen positiven Satz, brauchen wir auf der anderen Seite etwas Negatives. Oder umgekehrt, wenn der Satz negativ ist, brauchen wir etwas Positives. Wenn wir uns diesen Satz jetzt nochmal anschauen, you like ice cream, da ist keine Negation drin, also das ist positiv. Und dann brauche ich dieses Question Tag im Negativen. Ich muss sagen, you like ice cream, don't you? Ich kann nicht sagen, you like ice cream, do you? Das klingt nicht gut, Genevieve, ne? Weil, genau, because you really think I like it, so you put the positive first and you say, okay, you like ice cream, don't you? Or don't you? Like, I hope so. Genau, und wir sehen hier auch, ich drücke meine Meinung schon aus. Also wenn ich einfach frage, Genevieve, do you like ice cream, ist es ganz neutral. Das sagen wir vielleicht bei Sachen, wo wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Genevieve, do you like Coca-Cola? Ich kenne die Antwort, aber so bei Sachen, wenn wir davon ausgehen oder wenn ich vielleicht Genevieve auch schon ein bisschen kenne und denke, ich habe sie auch schon, glaube ich, ein paar Mal Eis essen sehen, dann frage ich, do you like ice cream, don't you? Aber was zum Beispiel, wenn wir über etwas reden, wo wir vielleicht eher davon ausgehen, dass es jemand nicht so mag? Fällt dir irgendein Gericht ein, Genevieve, was vielleicht etwas darauf zutreffen könnte, was vielleicht manche Menschen nicht mögen? Ja, manche Menschen, ja, auf Englisch heißt es jellied eels. Ich schreibe das mal hier rein, Moment. Jellied eels. Ich habe das noch nie gehört. Also Aal oder Aale in Gelee. Also ein Aalaspik, ich weiß nicht, eine Aalsülze, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel die Jellied Eels als Beispiel für etwas, wo ich jetzt vielleicht davon ausgehe, dass Genevieve das eher nicht mag. Dann würde ich vielleicht meinen Satz, also meine Annahme, dass sie es nicht mag, im Negativen formulieren und würde sagen, you don't like jellied eels, do you? Und da brauchen wir dann das Question Tag im Positiven. Also wir haben das Negative, den negativen Teil dieser mathematischen Gleichung haben wir ja schon im ersten Teil. You don't like jellied eels, do you? Du magst keine Aale in Gelee oder doch? Ja, genau. Ja. Gerda hat auch sehr schön diesen Satz mit Ice Cream gemacht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich kenne vielleicht jemanden und habe schon mal gehört oder gesehen, dass diese Person kein Eis isst, dann kann ich auch fragen, you don't like ice cream, do you? Und dann ist meine Annahme, dass jemand das nicht mag, aber ich frage nochmal nach, um mich abzusichern. And it's Und interesting, it's very interesting because you need to be careful. Yeah. Like if you say to someone, you don't like jellied eels, do you? That person might think, well, I do like them, but I don't want to tell them now that I like them because they clearly think they are disgusting, like ekelhaft. So I think you have to be careful. If you're using the question tags, you're putting your Meinung, your opinion in there. So just, yeah, pass auf. Pass auf. Genau. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, wenn wir das Ganze in der dritten Person benutzen. Wenn ich zum Beispiel ich spreche mit jemandem über Genevieve und frage diese Person, she doesn't like jellied eels, does she? Also hier haben wir natürlich to do in der dritten Person und dann haben wir das und brauchen wieder einen negativen Teil und einen positiven Teil. Das gleiche könnten wir natürlich auch mit der Ice Cream machen. Wenn wir das umdrehen und ich über
mit Genevieve zum Beispiel über Todd spreche und sage, he likes ice cream, doesn't he? I think so. I think so. Ja. Und hier sehen wir in dem ersten Teil, he likes ice cream, brauchen wir kein to-do. Mhm. Und in dem Frage-Anhängselteil ist das Ganze dann negativ. Sehr viel Aal in Gelee und Eis. Aal im Eis. Oh, nee. Noch schlimmer. Genevieve, sind wir mit To-Do schon am Ende oder does it do anything else? Does do something else. Now I'm getting confused. Was gibt es noch? Okay, so let's stick with the jellied eels, okay? So Maren thinks and hopes that I don't like jellied eels. But she doesn't know, perhaps, that jellied eels are my favorite food to eat for breakfast. I didn't tell her this. I never told her this. It's a bit embarrassing, maybe. So if Maren says to me, you don't like jellied eels, do you? I could answer very simply, I do, or I like jellied eels, but this would sound a little bit flat and boring. So another job that do has as a Hilfsverb is for emphasis, for what would you say? Betonung? Betonung. 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 So instead of saying I like jellied eels, I would say I do like jellied eels. I would really, and I put that stress on the do. So I'd say I do like jellied eels. And I think in German, you would probably just say doch. Oder wenn wir den ganzen Satz sagen, vielleicht ich mag sehr wohl Aal in Gelee oder ja, also okay. doch wäre, wenn wir nur doch sagen. Also wenn du sagst, du magst keinen Aal in Gelee, oder? Doch, mag ich. Okay. Aber wenn ich den ganzen Satz wiederhole, würde ich wahrscheinlich eher sagen, doch, ich mag sehr wohl Aal in Gelee oder ich mag wirklich, ja, also wir würden irgendein anderes Wort benutzen. Okay. Ja. Yeah. Ich tue das mögen, würden wir eher nicht sagen. Das, No. That would confuse me completely. But yeah, so you really you put the Hilfsverb in there just for the stress, the Betonung, the emphasis. I do like jellied eels. But again, you need to be careful. So we don't use do in a normal, regular statement. So for example, if someone asks me to list all of the foods that I like to eat, I wouldn't say, I do like pasta, I do like curry, I do like avocado. No, because there's no situation where you're telling someone, oh, it's just a neutral liking for something. So you would say, I like pasta arrabbiata, I like paneer curry, I like avocado on toast. If it's just a neutral question and there's no what do you say, Annehmung, so there's no assumption. Keine Annahme oder keine Vermutung. Kind of Vermutung, exactly. If there's nobody has putting their opinion and it's just a normal sentence, a normal answer, you don't include the do for emphasis. Okay. So it's nearly time for the quiz already, but we think that's a lot of information. So let's just look again at some of the ways that we use do as a helper verb. Also ich fange mal an. Ich mache mal das erste. Wir hatten do for questions. Also wenn wir Fragen stellen. Do you like ice cream? Does Todd like jellied eels? Das können wir ihn mal fragen, wenn er zurück ist, Genevieve. Also do bei Fragen, weil wir anders als im Deutschen nicht das Verb nach vorne stellen, sondern wir brauchen ein Hilfsverb und das ist meistens to do.
Der zweite Fall, Genevieve. Yes, and before I look at the second example, Beate says, food seems to be your favorite topic. Beate, you know me so well. Yes. It is definitely my favorite topic. And I think we've spoke about this before, but with language learning and with language teaching, I think it's a really, really good idea to use something that you're passionate about or that you really like, and then you can think of examples very easily. Okay, so the other thing that we talked about with do as a helper verb is do for negatives. So no, I don't, as an answer, for example, or no, I don't like ice cream. And then you have the helper verb, like the Sherpa, putting the negative on their back. So the like is free to climb. Dann hatten wir do als Question Tag. Für Question Tags, für unsere mathematische Formel, wo wir einen positiven Teil und einen negativen Teil brauchen. Also, you like ice cream, don't you? Oder you don't like ice cream, do you? Also das deutsche oder? Yeah, it's so, when I first came to Germany, and I had some German, but not that much, and I learned this Oder. It was game changing. It was everything changed. But the interesting thing is, because this word Oder, it takes away the question of this question tag, and you put the positive or the negative. I started using it in English. Yeah. And I always remember my mother saying, what's this word that you're saying? I don't understand. So, it's if I was asking her a question, I would start in English to start the question. I would say, it's a lovely day today, oder? And she was like, what are you saying this? What's this word? And I loved it so much that I started using it in English. But I don't recommend doing that, because if the person you're speaking to does not speak German, they will not understand. Aber siehst du, deswegen sind die Question Tags für uns gar nicht so einfach, weil wir haben im Deutschen, wir können einfach oder hinten ranpacken, völlig egal, ob der Satz vorher negativ, positiv war, egal welches Verb da genutzt wurde. Wir sagen einfach oder und dann haben wir diese Frage. Und wir müssen bei den englischen Sätzen genau schauen. You don't like ice cream? Okay, da ist ein Negativ, also brauche ich ein Positiv am Ende. Ja. Also, ja. Ja. So, der letzte Job von do. Yes. So this was the Betonung, the emphasis. So not just I like ice cream, la la la, but Maren says, you don't like ice cream, do you? I do. I do like ice cream. And you really can just say, I do, because it's clear from the question that you're talking about to like ice cream, but it's really about the stress and the emphasis. I do like ice cream. It's my favorite. Give me more. So, are we ready for the quiz? Yes, yes. Du darfst auch gleich die erste Quizfrage vorlesen, Genevieve. Und Hey. wie ihr wisst, ihr schreibt 1, 2 oder 3 in die Kommentare. Manchmal gibt es auch 4 Möglichkeiten und vielleicht sind manchmal auch mehrere richtig. Das kennt ihr schon. Manchmal, yeah. Los geht's. Okay, question number 1. I want to go out tonight. I doesn't want to go out tonight. I don't want to go out tonight. I not want to go out tonight. What's correct? Ja, heute ist Montag. Ich glaube, ich gehe heute Abend auch nicht aus. Okay, I see lots of twos. So most people are guessing don't. So I don't want to go out tonight. Richtig, that is correct. I doesn't want to go out. It doesn't have the agreement. So if I was she or he,
it would be correct. He doesn't want to go out tonight. That would be fine, but not in this case. I not want to go out tonight. Where's the Hilfsverb? You've just got a rucksack on the side of the mountain and nobody is carrying it. So no Hilfsverb, incorrect. So I don't want to go out tonight is correct. Perfekt. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Eigentlich müsste der zweite Satz ja deiner sein, Genevieve, ne? Oh, I can do it again. I can do it again. Mach mal. So the next one is a song lyric. I thought it's been a long time since I was singing badly on a Monday morning. The next one should be easy if you know this song. But there's also another answer that's possible. So I don't want it to confuse you, but is it, do you really want to hurt me? Are you really want to hurt me? Or did you really want to hurt me? Und da ist der Ohrwurm. Da ist der Ohrwurm. Siehst du, nach unseren Sessions, besonders wenn ich sie mit dir mache, Genevieve, habe ich immer Hunger und mindestens einen Ohrwurm. Yes. Also, ich sehe keine Zweier. Das ist sehr gut, weil 2, are you really want to hurt me, ist kein Englisch. No, it's English. the wrong Hilfsverb. We don't need to be in that sentence. So, 1 kommt ganz oft. Ich glaube, viele Leute kennen diesen Song. Do I have to sing it now? Ja. Do you want to do it this time? No. Okay. Und 3 ist auch richtig. Richtig? Yes. Okay, Sabine. Do you really wanna hurt me? Woo! And then the past tense, did you really wanna hurt me? Genau. Also, did wäre auch richtig, weil es einfach die Frage in der Vergangenheit ist, wolltest du mich wirklich verletzen? Und wäre auch richtig. Genau. Genau. Dann mache ich jetzt mal einen Satz. Ich bin wieder bei der Ice Cream. Aha. He really likes ice cream. Don't he? He really likes ice cream. Does he? He really likes ice cream. Doesn't he? Also, wir haben einen Question Tag und wir brauchen die mathematische Gleichung. Das heißt, was haben wir im ersten Teil? Ist das positiv oder negativ? Und dann müssen wir natürlich noch schauen, um welche Person es hier geht. Die dritte Person Singular und ich sehe in den Kommentaren nur Dreier bisher und das ist auch richtig. He really likes ice cream, doesn't he? Wir brauchen das Negative, Question Tag, mit das. Okay, aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter, Genevieve. Jetzt. Okay, pass auf. It's not difficult. It looks complicated, but it's not. So there are 2 gaps because it's a question tag, but we want you to guess the correct beginning and also the correct first part and the correct second part. So, is the answer, they don't love each other, don't they? Or they do love each other, don't they? Or they don't love each other, do they? Or they do love each other, do they? Now, there might be more than one answer correct here. There might be. But just remember what we said. It's like you need to balance it. It's very, very important that we have a balance. Ja. Also, wenn du Balance sagst, Genevieve, dann kann ich die 1 und die 4 ausschließen.
Weil bei der 1 haben wir zweimal negativ, das funktioniert nicht. Und bei der 4 hätten wir zweimal positiv, das funktioniert auch nicht. Was ist mit 2 und 3? 2 and 3 are both correct with a slightly different meaning. So if I think that Ben Affleck and Jennifer Lopez love each other, I would say they do love each other, don't they? But I really think they do, but I'm just checking. But if it's someone else, I won't think of another celebrity. I would say they don't love each other. Do they? So I'm pretty sure they don't love each other. They're just together for the money or whatever. So I put the negative first because that's closest to me and my opinion or the information that I have. So it would be don't and do. So 2 and 3 are both correct, just a different meaning. Sehr gut. Ich mache einen, der vielleicht ein bisschen einfacher wieder ist. She doesn't like football, does she? Und dann als Antwort sozusagen, she like football. She do like football. She don't like football. She does like football. Also am Anfang haben wir auch schön to do schon als Question Tag. Ja, sehen wir wieder das Negativ und dann das Positive, was sich ausgleicht. Also ich sage, sie mag kein Football oder Fußball, auch eine sehr interessante Diskussion. Oder, und dann wäre die Antwort, she, und ich sehe ganz viele Dreier. She does like football. Also doch, sie mag sehr wohl Fußball. Genau. So the does, again, is for this Betonung, but it needs to agree with the she. So we have the es. She does like football. What? Oh, I didn't know. Genevieve, du kriegst wieder einen komplizierteren Satz. Aber wir hatten das ja gerade schon. Da kommen wir auch noch mal gut durch. I love it. I love it. Okay. So this sentence is about something that I don't know if it still happens in Spain. I don't know if it's banned now. But what do you say in German for bullfight? Stierkampf. Stierkampf. Okay, yeah. So this is a question tag. And is it, you do go to bullfights, don't you? You do go to bullfights, do you? You don't go to bullfights, don't you? Or you don't go to bullfights, do you? Again, could be more than one answer that's correct. And remember, we're looking at a question tag, so we need to make sure there is a balance. So I think most people are looking at 1 and 4. You are correct, because we can take away 2 and 3 immediately because it has 2 positives in number 2, do, 2 negatives in number 3, don't. So it cannot be 2 or 3. It can be, you do go to bullfights, don't you? You do go to bullfights, don't you? And that means I think you do, but I'm just checking. I don't think I would ask that question. I think the most natural thing for me to ask would be number 4. You don't go to bullfights, do you? Because that's just, that's crazy to me. That's my opinion. I would never go. So it would be, you don't go to bullfights, do you? And you have the negative at the beginning, closer to me and my opinion, and then the positive in the second part of the sentence, of the question tag. Sehr gut. Und 2 haben wir noch. Machen wir ganz schnell. Die sind nämlich auch noch toll. I tell anybody, I swear. I do tell anybody, I swear. I don't tell anybody, I swear.
I didn't tell anybody, I swear. Oder I did tell anybody, I swear. Oof, Jetzt I habe ich think this viel is the most geschworen. difficult. This is so tricky because it's not just about what we did today. There's something else in there. Mhm. Das haben wir aber auch schon mal gehabt. Ja. Das anybody. Das hatten wir auch zusammen gemacht, Genevieve, glaube ich, die Session. Kann das sein? Ja. Mit anybody und somebody, Yes. nobody, everybody. Yes. Not so long ago. Okay. Genevieve, was sagst du zu Nummer 1? I do So. tell anybody. I do tell anybody. No, because we would need it to be some people, for example. Mhm. So I do tell some people. That would be okay. I don't tell anybody. No, because if we're talking about a promise, now this is an old session, but if we Mhm. are talking about promising Ah. somebody, Aha. you really need to use will. Mhm. So I won't tell anyone. I swear. I won't tell Mhm. anybody. I swear. But I don't tell anybody. No, Mhm. not possible. Yes, Sabine has written won't. Very good. Mhm. I did tell anybody. I did tell somebody would be okay, but Mhm. not with anybody, because with anybody we need to have the negative. And the correct answer is I didn't tell Mhm. anybody. So it's in the past. So someone says, someone found out that I colored my hair. And he's like, I didn't tell anybody. I swear, it wasn't me. It wasn't me. Ja, aber der war gemein, der Satz. Sehr gemein. But Aber just number 3. Only ja, number 3 is correct. genau. Ja, Nummer 2 war fies. Aber jetzt kommt noch ein letzter Satz, der ist für dich, Genevieve. Und dann sind wir durch für heute. So, I do like reading books and watching movies. I don't like reading books and watching movies. I like reading books and watching movies. Or I didn't like reading books and watching movies. Maybe one is correct, maybe more than one correct. Do you like reading books, Genevieve? I do very much. But sometimes, I mean, with reading, I fall asleep so quickly. I know. Yeah, I can't read for very long because I think the only time I have to read is close to bedtime. Ja, ja. And then I'm. Same. Also, was wäre das most natural answer? Vielleicht If there's no context, kein was? Zusammenhang? kein Zusammenhang, kein Kontext, ja. Then number 3. I like reading books and watching movies. Oder auch vielleicht, I don't like reading books and watching movies. Totally. Wenn man eine Person ist, die weder lesen noch Filme schauen mag. Ja. Was ist mit 4? I Haha. didn't like reading books and watching movies. I mean, this needs a context. So if you're talking about when you were a child, what did you like doing? Did you like doing this or this? You could say, well, I didn't like reading books or watching movies, but I did like playing sports, for example. Und die 1 braucht auch definitiv einen Zusammenhang, richtig? Definitely. Probably a question tag. So, oh, Maren, you're so sporty and active. You don't like reading books and watching movies, do you? I do like reading books and watching movies. Oh, okay. Wow. I didn't think you would have time for that. Ja, wie du schlafe ich auch beim Lesen. Ich denke immer, ach cool, jetzt lese ich noch eine halbe Stunde, lese eine Seite. Geht mir auch oft so. Sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch allen und besonders mit dir, Genevieve. Und wir sind nächste Woche wieder da.
Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche und freue mich auf nächsten Montag. Yes, have a great week. See you next week. Bye. Bye, bye.